Istanbul, eine Metropole mit einer diversen Kulturszene. Einer ihrer wichtigsten Akteure ist die unabhängige Organisation Anadolu Kültür, die ihr Büro im Stadtzentrum hat. Heute ist Ayşe Buğra zu Besuch. Die renommierte Sozialwissenschaftlerin ist seit fast 40 Jahren mit Osman Kavala verheiratet, dem Gründer von Anadolu Kültür, der seit 2017 aus politischen Gründen in Haft ist. Sie besucht ihn alle 2 Wochen im Gefängnis und hat ein Statement von ihm mitgebracht, mit dem er die Mission seines Lebens beschreibt. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir durch Kunst und Kultur helfen, Vorurteile zu überwinden und Empathie und Verständnis füreinander zu entwickeln. Echte menschliche Erfahrungen, die durch Kunst ausgedrückt werden, haben die Kraft, Feindseligkeiten zu überwinden. Sie erreichen Herz und Verstand von Menschen mit ganz unterschiedlichen Ideen und politischen Vorstellungen. Osman Kavalas Präsenz ist trotz seines Fehlens spürbar. Auch deshalb trägt ihn Künstler Ateş Alpa in einer Performance durch seine Stadt. Der Fotokünstler hat Kavala nie getroffen, fühlt sich ihm aber, wie viele andere Künstler, tief verbunden. Ich hatte in einem Text von Osman Kavala gelesen, dass er sich danach sehnt, durch die Straßen Istanbuls zu schlendern, durch die nach Sesam kringeln duftenden Straßen. Ohne lange zu überlegen, wollte ich tagelang mit einem lächelnden Porträt von Osman Kavala durch die Straßen Istanbuls laufen. Das war für mich persönlich wichtig als Performance-Künstler in der Türkei. Ateş ist Kurde, stammt aus Südostanatolien. In seiner Ausstellung im Artspace Depot steht seine Großmutter im Mittelpunkt, die wegen der Einschränkungen der kurdischen Sprache vollständig verstummte. Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben. Das ist das Ziel von Anadolu Kültür, der Stiftung von Osman Kavala. Auch dafür eröffnete der Unternehmer und Kunstmäzen 2005 den alternativen Ausstellungsort. Wenn man in Istanbul lebt, fühlt man sich der internationalen Kunst- und Kulturszene sehr nah. Aber es ist sehr wichtig, dass auch in Anatolien, in anderen Städten, Kunst- und Kulturprodukte ankommen und dass die Menschen dort damit in Berührung kommen. Osman hat immer daran geglaubt, dass Kunst Brücken zwischen Menschen bauen kann. Das Depot liegt im hippen Istanbuler Stadtteil Beyoğlu. Früher Tabaklager in Kavalas Familienbesitz, heute eine Millionenimmobilie, die Osman Kavala für die unabhängige Kunstszene zur Verfügung stellt. In seiner Abwesenheit leitet die Kulturmanagerin Asena Günal Anadolu Kültür, auch aus persönlicher Verbundenheit. Ich kenne Osman Kavala schon lange und er ist wirklich ein sehr guter und sehr höflicher Mensch. Er ist jemand, der sich fast ein wenig für seinen Reichtum schämt, der ihn aber gerne teilt und der Menschen den Weg öffnet, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie er. Seit den Anfängen ist Anadolu Kültür in Diyarbakır im anatolischen Südosten der Türkei aktiv. Sie fördern Projekte wie den Fonds für Kinder, die kulturelle Teilhabe und eine aktive Zivilgesellschaft ermöglichen. Diese Unterstützung ist für Initiativen wie den Buchverlag Vecege Kitap und das Theater Mordem von Barış Işık essentiell. Auch wenn wir dadurch irgendwie politisch werden, können wir nicht aufhören, auf Kurdisch Theater zu machen. Denn es ist das, was uns ausmacht als Menschen aus dieser Region. Wenn Sie Theater auf Kurdisch machen, bedeutet das in der aktuellen politischen Lage des Landes, dass sie auch politisch wahrgenommen werden. Aber eigentlich beschäftigt man sich in Wirklichkeit nur mit Kunst. Barış Işık veranstaltet ein Theaterfestival mit Hilfe von Anadolu Kültür, das jahrelang mit dem Diyarbakır Art Center die Kulturszene in Südostanatolien prägte. Auch Filmfestivals und Konzerte gehören zum Programm. Oft mit Unterstützung des Goethe-Instituts, das Osman Kavala in diesem Jahr mit der Goethe-Medaille auszeichnet. Ich habe ihn kennengelernt, er ist ein sehr beeindruckender Mann. Wir sind auch ab und zu noch in Kontakt. Und ich glaube, das ist eine gute Wahl, weil er eben genau das verkörpert, wofür die Goethe-Medaille steht. Für Menschen, die den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und der Welt fördern und für Menschen,
die auch für Werte eintreten. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Osman Kavala diese Auszeichnung verdient. Und ich glaube, das ist ein richtiges Zeichen. Die Solidarität der Kunstszene ist groß mit Osman Bey, wie man ihn liebevoll nennt. Man organisiert sich, fährt aus Protest zum Gefängnis, vor allem in den ersten Jahren seiner Haft. Und es werden kleine Kunstbücher in Einzelauflage für ihn gedruckt. Wir haben etwa 350 Künstler eingeladen, uns Geburtstagsnachrichten für ihn zu schicken. Briefe, Bilder, Zeichnungen, Souvenirs, alles, was man wollte. Er war sehr glücklich. Ich erinnere mich, er schrieb eine wie immer sehr liebe Antwort. Er sagte, dass das Buch ihn so glücklich mache, dass er fast dankbar dafür sei, im Gefängnis zu sein. Zurück in Istanbul, im Tanzstudio des Choreografen Miran Tomaschyan. Auch er arbeitet mit Anadolu Kültür zusammen. 2010 entwickelt er ein Stück über den Mord am armenisch-türkischen Journalisten Hrant Dink mit Rückendeckung von Kavala. Wenn mich jemand fragt, ob ich etwas brauche, dann ist das wirklich Anadolu Kültür, also Osman Kavala. Das ist auch heute noch so. Sei es für eine Ausstellung, eine Idee oder um einen Künstler aus dem Ausland zu holen. Ich sehe, dass hunderte Künstler diesen Kommunikationsraum sehr frei nutzen. Diese Distanz, die andere Institutionen haben, gibt es hier nicht. Die Kommunikationswege sind immer offen und das brauchen wir sehr. Künstler und Kunstförderer rücken enger zusammen. Denn das politische Klima wird immer rauer. Doch Anadolu Kültür und Asena Günal kämpfen weiter. Für und mit Osman Kavala. Es gibt diese Redewendung von dem Philosophen Gramsci. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Ich bin nicht bereit, diesen Optimismus aufzugeben. Wir müssen ihn bewahren, damit wir weiterkämpfen können. Obwohl Osman Kavala im Gefängnis ist, verfolgt er unsere Arbeit. Einige der letzten Projekte von Anadolu Kültür basieren direkt auf seinen Vorschlägen. Sein Büro wartet auf ihn und die Kulturszene. Denn eins ist klar, Osman Kavalas Einfluss ist auch heute nicht zu übersehen.